Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Bauerntopf mit Tortellini, Hackfleisch und Gemüse. Dafür als erstes eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, anschließend beides fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben, für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden anschwitzen. Als nächstes kommt dann das Hackfleisch dazu. Ich habe hier heute 500 Gramm Rinderhack verwendet. Das Hackfleisch mit dazugeben, mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und für 5 bis 6 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten. Währenddessen bereiten wir das restliche Gemüse vor. Da könnt ihr im Prinzip nehmen, was ihr da habt. Ich habe hier ein paar kleine Möhren, Lauch und Pilze verwendet. Die Pilze in kleine Stücke, die Möhren in dünne Scheiben und den Lauch einfach in Ringe schneiden. Wenn das erledigt ist, schauen wir mal wieder zurück zu unserer Pfanne. Jetzt schon mal einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark dazugeben, außerdem je einen Teelöffel süßes sowie scharfes Paprikapulver, Thymian und Oregano dazugeben, mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Dann einmal gut umrühren, die Gewürze kurz mit anrösten lassen und jetzt geben wir die restlichen Zutaten mit in die Pfanne. Das vorbereitete Gemüse einfach mit dazugeben. Außerdem gießen wir mit einem Liter Gemüsefond oder Fleischbrühe auf. Eine Dose gehackte Tomaten kommt auch noch mit rein. Jetzt alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Zum Kochen bringen und für 7 bis 8 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Gelegentlich mal umrühren und zum Schluss fehlen dann nur noch die Tortellini aus dem Kühlregal. Ich habe hier welche mit Käsefüllung verwendet, insgesamt 400 Gramm, einfach mit in die Pfanne geben. Außerdem noch ca. 150 Gramm Tiefkühlerbsen und einen gehäuften Esslöffel Creme Fraiche dazugeben. Alles einmal umrühren, kurz aufköcheln lassen, so lange bis die Tortellini gar sind und dann sind wir auch schon fertig. Zum Schluss noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und danach können wir servieren. So sieht der fertige Tortellini Bauerntopf dann aus. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.